Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir Andrei Muster hat zukommen lassen. Er hat sich das Video angeschaut, in dem es darum geht, wie man eine Option richtig rollt im Verlängerungstool. Und das stelle ich euch hier natürlich gern noch einmal zur Verfügung. Und er fragt, kann man auch wie in der App die eine oder die andere Seite von Iron Condor oder Iron Butterfly rollen? Wie ihr das richtig macht, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute wieder mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Und bevor es richtig losgeht, dieses Video wird von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, dann rollen wir mal. Ich habe hier schon mal einen Iron Condor aufgesetzt. Nicht wundern, dass ich das jetzt auf den DAX gemacht habe. Während der Aufnahme bzw. Zeitpunkt, da war die US-amerikanische Börse noch nicht offen. Wie man einen Iron Condor aufsetzt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier gern. In diesem Fall nur so viel dazu. Ein Iron Condor besteht aus einem Bear Call Spread und aus einem Bull Put Spread, also aus einer Kombination dieser beiden Spread-Geschichten. Deswegen auch hier die 4 Strike-Preise. Es gibt, ja, wie so oft in der TWS mehrere Wege, die ans Ziel führen. Den klassischen Weg kennt der ein oder andere sicherlich. Rechte Maustaste und dann hier das Verlängerungstool nutzen. Da gehen wir einmal rauf. Da wir aber ja jetzt nicht alles rollen wollen, müsstet ihr die Positionen rauslöschen, die ihr nicht rollen möchtet, indem ihr hier vorne die kleinen roten Xe, ja, betätigt und dann verschwindet die Zeile, sodass nur noch das überbleibt, was ihr tatsächlich rollen möchtet. Da man ja aber auch hier Fehler machen könnte, denke ich, eine andere Möglichkeit wäre tatsächlich noch ein bisschen charmanter. Und zwar wäre das dann hierüber. Ihr müsstet hierfür bitte einmal hier vorne auf das X klicken. Und dann macht sich sozusagen die ganze Kombination auf. Hier seht ihr die Einzelteile, 24.000er Call, 24.100er Call und entsprechend dann 23.700er Put und 23.800er Put, jeweils mit dem verkauften, das ist immer rot hinterlegt und mit einem Minus, und dann dem gekauften grün hinterlegt ohne Minus. Dann in diesem Fall die beiden Calls und hier unten dann entsprechend die beiden Puts. Wenn ihr jetzt angenommen nur die Put-Seite rollen möchtet, klickt ihr das an, indem es markiert ist, dann rechte Maustaste und dann seht ihr, dass hier schon 2 Felder dazugekommen sind. Einmal Combo Puts schließen und Combo Puts verlängern. Schließen wollen wir ja jetzt nicht, sondern wir wollen verlängern. Deswegen nutzen wir jetzt dieses Feld und klicken es an. Falls das jetzt bei euch hier nicht zu sehen sein sollte, dann kann es daran liegen, dass ihr zu weit hinten mit dem Cursor wart, als ihr das ausgewählt habt. Geht dann einfach weiter nach vorne, dann rechte Maustaste und dann sollten tatsächlich alle ja, Felder zu sehen sein. So, dann klicken wir einmal auf das Verlängern, Combo Puts verlängern, dann macht sich ein im Grunde ähnliches Feld auf, aber dann seht ihr hier unten, dass sich tatsächlich nur 2 Positionen hier drin befinden, und zwar nur die beiden Puts. So schließt ihr schon mal aus, dass ihr da ja einen Fehler macht. Und ja, wenn es möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, warum nicht nutzen? Das Video hat dir gefallen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit dieser Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Vielen Dank. Dann erstmal grundsätzlich zu dem Aufbau dieses
Tools, dieses Fensters. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Strike-Preise auswählen wollt, die ihr hier jetzt nicht seht, dann könnt ihr hier oben über das Basispreise gehen, einmal raufklicken und dann seht ihr, dass ihr jede Menge Auswahl habt. Wir nutzen jetzt beispielsweise mal 23.400. Ihr seht, dass das hier nicht drin ist. Klicken das an, gehen auf Schließen und dann seht ihr, dass sich die 23.400 jeweils eingefügt hat. Oh mein Gott. Wenn ihr jetzt hier sagt, oh ja, das ist ja super schön, aber das ist gar keine Laufzeit, die ich gerne nutzen möchte, da müsst ihr dann noch einen anderen Weg gehen, weil ihr seht, ihr habt hier nur Komponente, Basispreise, Volumen, Trading-Klasse und dann die Eurex zur Auswahl in diesem Fall. Und dafür müsstet ihr tatsächlich einmal hier oben über dieses kleine Feldchen gehen mit dem Viereck und dem Pfeil. Dann macht sich das folgende Fenster auf. Und dann könnt ihr hier, habt ihr dann den letzten Handelstag. Falls es dann immer noch zu klein sein sollte, das Feld, dann einfach hier über die Seite gehen, dass ihr das Ganze ein bisschen größer zieht und dann habt ihr letzter Handelstag und dann könnt ihr sämtliche Laufzeiten, die dieses Underlying anbietet, auswählen, indem ihr jetzt zum Beispiel 16. Januar dazu nehmt, auf Schließen geht und dann hat sich dann der 16. Januar hier unten angefügt. So, jetzt rollen wir. Es ist ja vorher immer schon die Gegenposition praktisch wird angezeigt. Das macht das System automatisch. Ihr habt ja vorher den 23.800er verkauft und den 23.700er gekauft und die jeweilige Gegenposition, wie gesagt, macht das System automatisch. Da müsst ihr euch also nicht drum kümmern. Ihr sagt dem System jetzt nur, wohin ihr rollen wollt, auf welche Laufzeit und auf welchen Strike-Preis. Ich nehme in diesem Fall jetzt mal dieselben Strike-Preise und nehme jetzt einmal 23.800. Den möchte ich jetzt wieder verkaufen. Aber ihr seht schon, ich kann hier gar nichts auswählen in der Geldkursspalte. Das wäre ja die Verkaufsspalte. Da habt ihr jetzt entweder die Möglichkeit, erst den gekauften auszuwählen. Das wäre dann in diesem Fall der 23.700er und dann den verkauften mit 23.800er. Dann seht ihr auch, dass ihr die Möglichkeit habt. Oder aber, wenn ihr sagt, nee, ich möchte aber unbedingt erst den verkauften auswählen, okay, dann, was hatten wir gesagt, 23.800, dann wählt ihr den ruhig hier aus. Und dann könnt ihr den hier unten umwechseln. Von Kauf auf Verkauf. Und dann seht ihr, dass er auch hier rüber springt. Dann haben wir also den 23.800er und jetzt müssen wir dann die Gegenposition mit 23.700er dann aber auch hier unten umtauschen auf Kauf und dann seht ihr, ihr habt dann entsprechend das geändert. Also 23.700er haben wir vorher verkauft, 23.700er kaufen wir jetzt und entsprechend 23.800 haben wir gekauft und den 23.800er verkaufen wir jetzt wieder. Dann wählt ihr hier unten den Limitkurs aus. Nicht wundern, dass das bei mir jetzt so ein bisschen seltsam aussieht. Ich habe hier keine Marktdaten. Nicht machen, auf keinen Fall machen, zumindest nicht im Live- oder Echtgeldkonto. Paper ist nicht ganz so schlimm. Ich wähle jetzt hier irgendwas zwischen diesen beiden Preisen aus und gehe dann auf Order übermitteln, um euch einmal das Orderbestätigungsfenster zu zeigen. Hier bitte einmal nochmal ganz genau überprüfen, ob das tatsächlich so alles richtig ist. Und wenn das dann für euch passt, dann auf Überschreiben und Übermitteln klicken und dann, ja, ist die Order am Markt. Ja, das war der technische Ablauf. Wir sehen uns übermorgen wieder. Da ist der Market Scanner wieder zu Gast. Da gab es schon mal ein Einführungsvideo. Das verlinke ich euch hier gerne noch einmal. In dem Einführungsvideo haben wir ja grob den Market Scanner einmal gezeigt, was es da alles zu entdecken gibt, was es alles beinhaltet, die Seite. Und wie ihr das schon gewohnt seid, wird jetzt auch Arnaud Roman, so heißt er richtig, oder die Heide einmal im Monat zu Gast sein, sich ein Thema rauspicken
und das dann in der Tiefe zeigen, damit ihr genau wisst, wo ihr was findet und wie ihr was richtig auf dieser Seite bedienen könnt. Es wird sehr spannend, auf jeden Fall, weil die auch eine sehr, sehr gute Performance mit ihrem Aktienkauf und Verkauf haben in den verschiedenen Teilen. Und auch die Optionen laufen hervorragend. Also das solltet ihr euch jeden Fall anschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und bis Freitag. Ciao.